Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns jetzt mal an mit den 3 Karten, was wir für eine Situation fürs Kollektiv kriegen, was wir damit anfangen können und wie es dann letzten Endes endet. Ich finde das immer sehr spannend. Mit 3 Karten kommen da manchmal unglaubliche Dinge raus. Gucken wir. Guckt mal. Erfolg. Flexibilität. Schon mal ein guter Hinweis, ne? Okay, also im Prinzip ist es mal als Überschrift so zu sehen, wenn wir hier etwas in den Erfolg bringen wollen, sollen wir es hier mit Flexibilität tun, um dann großzügig verteilen zu können. Ne? Das ist sowieso das Geben und Nehmen, immer was im Kreislauf halten. Das ist ja egal, was es ist. Ne? Gespräche, Zeit, die du mit jemand verbringst, alles das, was du rausgibst, kommt auch wieder zurück. Und als Anfangspunkt hier sagt die Karte einfach, alles ist möglich. Ja? Je mehr wir den Erfolg, den wir schon haben und das, was wir schon erreicht haben, Ziele oder Wünsche wertschätzen, desto mehr werden wir das vergrößern. Es geht auch darum, das mal komplett zu fühlen. Ne? Ich meine, wir reden über Erfolge, persönliche oder auch materielle, und wir fühlen gar nicht richtig. Also wenn man sich überlegt, wenn du als Kind etwas erreicht hast oder da ist man rumgehüpft, da war man fröhlich, da hat man ein Juhu-Gefühl gehabt, das macht man ja später nicht mehr, aber um sowas geht es, dass man eben dieses genießt, was man hat und auch so handelt. Beispielsweise, du möchtest eine Diät machen und du visierst immer an, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, dann geht es schon in so eine Richtung. Und hier geht es eigentlich darum, sich vorzustellen, zum Beispiel, dass man schon schlank ist und dass man es schafft und dass man eben triumphiert. Das heißt hier nicht, dass man nicht auch mal straucheln kann, aber es geht dann darum, nicht liegen zu bleiben, sondern aufzustehen und weiterzumachen. Hier möchte etwas erneuert werden, ne? Und wir sind aufgefordert, Maßnahmen dafür zu ergreifen, für das Umsetzen unserer Träume. Aber hier ist halt ein Punkt, bei dem man nicht kämpft, sondern bei dem man sich angedockt fühlt und verbunden auch irgendwie. Nun, was können wir tun, um unsere Erfolge einzufahren? Besser, schneller, weiter? Oder wie geht es besser? Da kommen wir jetzt zu dem Thema, sei mal flexibel. Breche nicht an irgendwelchen Umständen, sondern sei geschmeidig. Versuche vielleicht auch mal eine andere Richtung zu gehen. Wenn du, ich sage mal, tapfer bist und dich auch stellst, ne, wenn ein Weg nicht weiterführt, dann bringt es nichts, immer wieder dran zu gehen und anzuklopfen und mit Sturheit dagegen zu gehen, sondern manchmal ist es auch gut, wenn man nachgibt und eine Kurskorrektur vornimmt. Es geht auch darum, dass man eben tatsächlich, anstatt gebrochen zu werden auf seinem Weg, sich dem öffnet, dass man flexibel sein kann oder auch offen für Veränderungen. Wir sind ja alle auch im Alltag oftmals eingefahren. Jeder hat seine Muster, seine Dinge, wie er sie immer tut. Und die können manchmal auch so eine Qualität annehmen, wo man denkt, das passt eigentlich nimmer. Und da mal umzudenken, etwas anderes auszuprobieren, auch mit sich selbst gnädig zu sein, bringt uns hier zur Großzügigkeit.
Und da sieht man halt schon wieder den Punkt, ne? Was ich gebe, kriege ich zurück. Heißt praktisch, wenn wir mal bei diesem Diätbeispiel bleiben, wenn ich mich darauf fokussiere, mir Gutes zu tun, dann kriege ich das auch so, dass es meine Wünsche erfüllt und dass ich empfangen kann und dass ich aber auch von dem Punkt aus wieder weitergeben kann. Es geht auch darum, etwas, das man gibt, von ganzem Herzen zu geben, ohne dass man jetzt Erwartungen hat. Es ist sehr schwer, weil man hat immer so ein bisschen die Erwartung. Und der Ahornbaum ist bekannt, dass er sehr viele Zustände aushalten kann, dass er einiges auch überlebt. Und es wird hier auch so gesagt, dass er seine Kraft in die Umgebung gibt. An diesem Punkt dürfen wir offen sein für die kosmische Fülle und von Herzen geben und empfangen. Und jetzt kommt eben der springende Punkt. Von da aus wird auch der Erfolg wieder noch mehr gedeihen. Wir sind ja nie am Ziel beim Umsetzen unserer Träume. Wir haben ja immer noch irgendwas vor. Eigentlich ist das hier sozusagen das Erfolgsrezept. Ne? Wie geht das? Wie mache ich das? Wie kriege ich mit irgendetwas meinen persönlichen Erfolg? So, dann haben wir hier noch, dass wir uns vielleicht zurücknehmen, dass wir gar nicht unser Ganzes zeigen, weil wir die Angst oder auch die Befürchtung haben, dass wir ungeschützt sind, wenn wir uns allem öffnen. Das passt auch wieder unheimlich gut, denn im Prinzip sagt die Karte, dass wir gut geführt und behütet sind und auch jedes Ziel erreichen können, das wir uns vornehmen. Hier geht es nicht um Kämpfen, um Anerkennung oder Machtspielchen oder irgendwas, sondern man ist an sich konzentriert auf seinem Weg und schaut nicht zurück, schaut auf das Glück und panzert sich auch nicht so ein, ne? Wenn ihr überlegt, was dieses Gürteltier, das ist ja schon steif da außen rum, das macht bewegungslos und das ist nicht Fruchtbarkeit, ne? Wenn man sich so einpanzert und auch nicht flexibel. Ne? Da geht es schon darum, auch diesen Schutzpanzer, den man hat, zu sprengen, sich nicht auf irgendwelche Machtspiele einzulassen, keine unnötige Kraft zu verschenken und hier auch ruhig, ne, vorzugehen, vielleicht sich einen Tag noch mal länger Zeit nehmen, wenn einen irgendetwas mal aus dem Tritt bringt und auf jeden Fall auch nicht in den Kampfmodus gehen, sondern in die friedliche Stimmung, dass man getragen etwas umsetzen kann und dass wir eben da was dazugeben, wo wir es können, ne? Wo wir nicht stur sind oder nur auf unsere Belange gucken und mit Hängen und Würgen und Kraftverlust etwas umsetzen. Echt spannend. So. Ich habe Schutzpanzer und Grenzen. Und es könnten hier auch so Hinderungsgründe sein. Ne? Wenn ich mir selber nichts zutraue, kann ich auch nichts umsetzen. Wenn ich mich selber nicht mag, dann habe ich das Problem, dass das schon die Grenze ist. Ja? Und man darf sich zurückziehen und alles, das ist hier nicht gemeint, aber man darf da drin nicht bleiben oder sich immer mehr verfallen, denn dann kommt man auch nicht an die Großzügigkeit heran, sondern dann ist man mehr im Überlebensmodus, anstatt sich irgendetwas zu erschaffen, an dem man gerne ist, an einem Platz, ein Ort, eine Situation. Ne? Möglicherweise, das kommt mir gerade so in den Sinn, geht es auch darum, dass man sich selber nicht begrenzt, dass der Verstand sagt, du brauchst jetzt gar nicht anfangen, du schaffst das nicht, ne? Sondern dieses sich selber schon so sehen, flexibel sein und auch in sich selber etwas investieren, anstatt nur zu mauern.
Okay, ihr Lieben, das lassen wir für heute mal so stehen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.